Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Shirin, bei mir herrscht das Chaos. Ich bin Mutter von 2 kleinen Kindern, habe ein Leben lang nicht geschafft, Ordnung zu halten, bis ich das Fly Lady System entdeckt habe für mich und dieses jetzt seit einem Jahr erfolgreich anwende. In dem heutigen Video möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du auch erfolgreich im Fly Lady System einsteigen kannst. Ich möchte das System dir heute mal anfängergerecht erklären, beziehungsweise nur auf die Punkte eingehen, die für dich als Anfänger wichtig sein könnten. Das ist ein bisschen viel am Anfang, was halt auch ein bisschen abschreckt und vielleicht auch so ein bisschen überfordert. Deswegen geht es heute wirklich nur um das Wesentliche, was du benötigst, wenn du anfangen möchtest. Sollte dich das Thema interessieren, bleib auf jeden Fall dran. Sollte dir mein Kanal gefallen oder meine Videos, bitte lass mir gerne ein Abo da. Damit unterstützt du mich. Das ist kostenlos für dich. Lass mir auch gerne einen Daumen hoch da oder einen Kommentar, wenn dir das Video gefällt. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß beim Zuschauen. Heute geht es, wie gesagt, ums Fly Lady System und zwar, wie du halt gut einsteigen kannst, wenn du mit dem Gedanken spielst, mit dem Fly Lady System zu beginnen. An erster Stelle steht, für wen ist Fly Lady überhaupt geeignet? Fly Lady ist für Menschen geeignet, die im Chaos leben, die Probleme haben, Ordnung zu halten, die perfektionistisch sind und sich nicht motiviert bekommen, etwas aufzuräumen, weil sie sich denken, in 30 Minuten schaffe ich das nicht, da brauche ich gar nicht erst anzufangen. Es richtet sich eigentlich an jeden einzelnen Menschen, der einfach überfordert ist mit dem Haushalt, egal aus welchem Grund. Ich für meinen Teil habe noch nie in meinem Leben Ordnung halten können. Ich habe schon als Kind mein Kinderzimmer nicht gerne aufgeräumt. Das ist einfach mein Leben lang, zieht sich das einfach durch. Ich bin in einem sehr sauberen Elternhaus aufgewachsen, also es hat nicht daran gemangelt, dass es mir nicht vernünftig vorgelebt worden ist, sondern ich habe es einfach nicht auf die Kette bekommen. Woran es liegt, ich kann es euch nicht erklären. Aber ich habe es nicht geschafft und jetzt, dank der Fly Lady Methode, funktioniert es und ich hoffe, mit diesem Video funktioniert es demnächst auch bei dir. Schritt 1. Womit fängst du an? Der erste Punkt, womit man anfangen soll, wenn man mit der Fly Lady Methode anfängt, sind die Babyschritte. Babyschritte, auch Minischritte genannt oder auch Baby Steps genannt, sind sozusagen der Grundstein der ganzen Geschichte, weil diese Minischritte bilden deine Morgen- und Abendroutine. Deine Morgen- und Abendroutine wird täglich vollzogen. Also sind die Minischritte sozusagen Aufgaben, die du in deinen täglichen Tagesablauf mit integrierst. Es gibt dabei verschiedene Minischritte. Um ein paar zu nennen, das ist die Küchenspüle zu putzen, das ist aber auch das Betten machen, es ist das Zwischenswipe im Badezimmer, sich von Kopf bis Fuß anzuziehen, abends die Kleidung rauszulegen, eine Wäscheladung zu waschen, die Spülmaschine auszuräumen, die Spülmaschine einzuräumen und anzuschalten. All das sind Minischritte, also eigentlich Sachen, die wir so oder so schon irgendwie immer machen, aber vielleicht zu unterschiedlichen Zeiten machen. Oder irgendwie, wenn dann so ein Wäscheberg entstanden ist, dass wir dann erst uns um die Wäsche kümmern oder uns erst anziehen, wenn wir das Haus verlassen müssen. Wir haben so keine festen Strukturen und wir brauchen Strukturen. Und aus diesem Grund gehen wir halt diese Minischritte an. Die Minischritte bilden den Grundstein für unsere Routinen und diese Routinen werden zu Gewohnheiten. Also wir programmieren hier eigentlich Gewohnheiten. Es geht gar nicht in erster Linie darum, wie putze ich richtig. Hier geht es tatsächlich darum, wie werde ich ein ordentlicher Mensch? Wie schaffe ich es, kontinuierlich ordentlich zu sein? Wie schaffe ich es, Ordnung zu halten? Wie schaffe ich es, dass jederzeit Besuch vorbeikommen kann, ohne dass ich mich in Grund und Boden schämen muss? Als nächstes ist es ja so, dass man meistens, wenn man gerade am Anfang ist, sich so ein paar Putzvideos angeguckt hat, dass man am liebsten gleich alles übernehmen würde, damit alles funktioniert. Das Problem bei unser eins ist halt meistens so, dass genau das der Grund ist, warum es bei uns nie funktioniert hat, weil entweder machen wir gar nichts oder wir wollen dann gleich auf einmal alles auf einmal machen. Wir schieben Sachen auf, weil wir denken, bevor ich es nicht gründlich mache, mache ich es gar nicht. Das ist Perfektionismus und das lassen wir ab heute weg. Es geht nicht um Perfektionismus, es geht um ein bisschen was tun ist besser als gar nichts zu tun. Das ist tatsächlich der Schlüssel zum Erfolg. Ab jetzt an ist jede Minute wertvoll für uns. Ihr werdet sehen im Laufe der Zeit, wie viel man in 2 Minuten schaffen kann, wie viel man in 5 Minuten schaffen kann, wie viel man in 10 Minuten schaffen kann und wie viel man in 15 Minuten schaffen kann. Das schaffst du halt mit der Fly Lady Methode. Wenn du darüber jetzt in diesem Moment nachdenkst, wann fange ich an, dann mach's jetzt. Niemand hindert dich. Nimm dir einen Schwamm in die Hand und gehe zur Küche und putz die Küchenspüle, weil das ist der Startpunkt. Das ist der erste Minischritt, den du machen sollst. Wenn du dich entschließt, du möchtest mit Fly Lady beginnen,
Egal wie die Küche aussieht, auch wenn die Spüle mit so einem Geschirrberg voll steht, du nimmst das Geschirr raus, packst es beiseite und putzt die Küchenspüle 15 Minuten lang, jede Rille, einfach richtig schön zelebrieren, schön auf Hochglanz polieren, trocken reiben, so. Alles andere ist egal, das Chaos drumherum interessiert uns nicht. Es geht nur einzig und allein um die Küchenspüle im ersten Schritt. Warum die Küchenspüle so wichtig ist, weil die Küchenspüle dir ein gutes Gefühl gibt. Wenn du dann später in die Küche gehst, wenn du am nächsten Tag in die Küche gehst, dir wird jedes Mal diese saubere Küchenspüle ins Auge springen und dich motivieren weiterzumachen. Du wirst ein gutes Gefühl danach haben. Du hast 15 Minuten investiert und es hat sich was getan. Das wird dich motivieren, wenn du wirklich am Anfang sagst, nee, also mit der Küchenspüle alleine bin ich jetzt nicht glücklich und ich will jetzt schon ein bisschen mehr machen. Dann würde ich dir ans Herz legen, 3 bis 5 Schritte auszuwählen, die du für den ersten Tag machst, den zweiten Tag machst, den dritten Tag machst. Wenn das so funktioniert und du da wirklich dran bleibst, dann kannst du wieder den vierten Schritt dazu nehmen, dann kannst du dir dann den fünften Schritt dazu nehmen und so weiter. Wenn du merkst, irgendwas davon funktioniert nicht, dann lass wieder den Schritt weg. Also versuch klein anzufangen, so dass erstmal das, was du dir vorgenommen hast, funktioniert, bevor du dann mehrere Schritte aufnimmst. Sonst ist das Ganze von vornherein zum Scheitern verurteilt. Vertraue mir, nimm dir wirklich das vor, was du realistisch schaffen kannst. Das Ganze ist zu vergleichen wie mit dem Autofahren. Ja, wenn du das erste Mal in der Fahrstunde sitzt, ging mir zumindest so, ich war durchgeschwitzt von oben bis unten, weil ich komplett überfordert war. In den Spiegel gucken, nach oben gucken, die Fahrbahn beobachten, Schulterblick machen, Kupplung langsam kommen lassen, Gang reinlegen, Gas geben, bremsen und so weiter. Das war totale Überforderung. Und ich habe mich wirklich gefragt, wie es sein kann, dass so viele Menschen auf der Welt Auto fahren. Mittlerweile setze ich mich ins Auto, ich denke über keinen einzigen Schritt mehr nach. Schmeiß das Auto an, fahre los, unterhalte mich dabei und alles ist wunderbar. Und das Gleiche passiert mit diesen Babyschritten. Du musst dir das antrainieren. Okay, ich stehe morgens auf, ich mache als erstes dies, dann mache ich das und ich mache das kontinuierlich und jeden Morgen zur gleichen Zeit dasselbe. Das ist der einzige Kampf, den du kämpfen musst. Also du musst dir selber in den Hintern treten, dass du jeden Tag zur fast gleichen Uhrzeit dieses Programm ablaufen lässt. Wenn du das ein paar Tage machst, beziehungsweise ein paar Wochen, beziehungsweise Fly Lady sagt, es dauert 27 Tage, um eine Gewohnheit sich anzueignen, dann wird dieses Programm komplett automatisch ablaufen und ich verspreche dir, das kommt so. Ich kann dir jetzt nicht sagen, ob das bei mir nach 27 Tagen eingetroffen ist, das weiß ich nicht, aber ich kann dir sagen, dass es eingetroffen ist. Ich habe mich am Anfang auch gequält, ach Mensch, wirklich jetzt anziehen, ich gehe ja gar nicht raus und ich bin ja eh mit den Kindern zu Hause, dann kann ich ja jetzt eigentlich auch noch im Pyjama bleiben oder so. Aber nein, es hat alles seinen Sinn, deswegen mach es. Irgendwann funktioniert das automatisch. Heute ist es so, ich wache morgens auf, ich gehe ins Badezimmer, mache mich frisch, komme zurück, ziehe mich an, mache die Betten, gehe in die Küche, mache die Kaffeemaschine an, räume dabei die Spülmaschine aus, hau die Waschmaschine an, fertig. Und dann sind 20 Minuten um, aber der Tag ist schon in Fahrt gekommen. Ein wichtiger Punkt dabei ist, wenn du die Morgenroutine anwendest, mach das direkt nach dem Aufstehen. Das ist wirklich ein ganz, ganz hilfreicher Tipp. Als erstes kommt die Morgenroutine und danach kommt erst dein Kaffee, dein Frühstück und alles andere. Versuch dir das wirklich so anzugewöhnen. Weil wenn wir erstmal anfangen und Menschen wie ich sind zumindest so, dass wir gerne aufschieben, dann schieben wir das weiter und weiter und weiter und danach ist es irgendwie, ja, hat man es doch nicht gemacht. Deswegen mach es sofort. Das wird dir auf jeden Fall helfen beim Start. Mit diesen täglichen Routinen halten wir sozusagen den Haushalt ganz automatisch am Laufen. Irgendwann denkst du nicht mehr drüber nach, du machst das einfach. Wenn du am Anfang stehst und nicht weißt, wie du da anfangen sollst, oder wenn du vielleicht das System schon angefangen hast und merkst, es funktioniert nicht so gut für dich, dann versuch dich nicht allzu krampfhaft an ihrem Buch zu orientieren, weil sie natürlich auch eine Empfehlung gibt, so für alle möglichen Menschen. Aber wir sind doch alle individuell. Das heißt, du hast ganz andere Bedürfnisse, als ich sie habe. Ich habe 2 Kinder zu Hause. Ich muss zum Beispiel wirklich jeden Tag Türen putzen, weil bei mir überall rangepatscht wird. Und von daher versuch so ein bisschen zu gucken, was entspricht dem, was du wirklich brauchst. Welche Minischritte ich eigentlich am besten finde, gerade zum Anfang, sind das tägliche sich anziehen in rausgehtauglicher Kleidung. Das macht ganz viel aus. Das kennst du vielleicht auch, wenn du zu einem Bewerbungsgespräch gehst. Du fühlst dich in einer Bluse und einem Blazer automatisch besser im Bewerbungsgespräch. Oder halt auch, wenn du mal ein Abendkleid anhast,
also dein Auftreten ist ja auch anders und deswegen Kleidung macht halt auch was bei uns hier oben. Wenn du im Lümmel-Look bleibst für den Tag, dann kommst du auch nicht in die Gänge. Gerade wenn du ja nicht zwingend rausgehen musst oder so. Tatsächlich ist es wirklich sehr, sehr wichtig, sich morgens einmal frisch zu machen, rausgehtauglich zu machen, weil du so auch direkt in einen Arbeitsmodus reinkommst. Also unterschätzt diesen Effekt nicht. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, diesen Punkt direkt mit aufzunehmen. Dann finde ich es besonders wichtig, das Betten machen. Falls du es nicht tust, das Betten machen wird sehr, sehr viel bei dir im Kopf verändern, weil du sehen wirst, in kurzer Zeit ist ein großer Posten erledigt. Das motiviert. Betten machen motiviert auf jeden Fall. Wenn dein Badezimmer eine gute Ausgangssituation hat, also wirklich einmal frisch geputzt ist, dann würde ich dir auch empfehlen, das Zwischen Swipe zu nehmen, weil du auch da siehst, wie gut man kontinuierlich sauber halten kann, wenn man jeden Tag nur diese 2 Minuten aufwendet. Also der Effekt ist gut, das heißt, es speichert sich wieder oben ab. Das heißt, wir haben ein gutes Erfolgserlebnis. Und dafür muss das Badezimmer wirklich tipptopp geputzt sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird das nicht so gut funktionieren. Dann lass das Zwischenswipe weg und nimm dir lieber einen anderen Punkt vor, wie zum Beispiel morgens dann direkt eine Waschmaschine zu waschen oder die Spülmaschine auszuräumen oder so. Also such dir auf jeden Fall dann nochmal einen Punkt aus, der für dich gut funktioniert, weil wir wollen positive Erfolgserlebnisse, weil das wird uns motivieren, weiterzumachen. Wenn du da nochmal speziellere oder tiefer greifende Informationen möchtest, dann schau dir nochmal die entsprechenden Videos dazu an. Dann gibt es noch die Zonenreinigung. Die Zonenreinigung ist so die Tiefenreinigung, die wir sozusagen wöchentlich vollziehen. Wir nehmen uns 5 Tage in der Woche vor für 5 Zonen. Das heißt, wir teilen erstmal unser Haus in 5 Zonen ein. Ja, hast du 5 Räume, kannst du jedem Raum eine Zone zuordnen. Hast du 10 Räume, kannst du 2 Räume jeweils zu einer Zone zusammenführen und so weiter. Musst du ein bisschen überlegen. Jede Woche hat eine Zone zur Aufgabe, die 5 Tage lang 15 Minuten gründlich gereinigt wird. In dieser Zeit machen wir so Sachen wie Dunstabzugshaube reinigen, Fußleisten reinigen, Spinnweben entfernen, Fenster putzen, Türen putzen, Backofen putzen, all das fällt in diese Zonenreinigung mit rein. Stehst du noch relativ am Anfang, kannst du die Zonenreinigung auch vorzugsweise dafür nehmen, dass du erstmal versuchst, in dieser Zeit einfach zu entrümpeln und Gerümpel loszuwerden, weil es ist ganz, ganz schwierig, Ordnung zu halten, wenn man viel Gerümpel hat. Da ist es auf jeden Fall von Vorteil, auszumisten, auszumisten, auszumisten. Wichtig ist auch immer der Hinweis, nimm dir nicht mehr vor, als du wirklich in diesem Zeitrahmen schaffen kannst und beende die Aufgabe. Nächster wichtiger Punkt, die Stoppuhr. Benutze die Stoppuhr. Auch wenn du der Meinung bist, dass du die Zeit sehr, sehr gut einschätzen kannst, benutze die Stoppuhr trotzdem. Und es hat auch einen guten Grund. Es geht nicht nur darum, dass man jetzt die Zeiten stoppt, damit man wirklich nur Punkt auf die 15 Minuten kommt, sondern das ist wieder etwas, was hier oben passiert. Wir sind ja Menschen, die ja denken, für eine halbe Stunde brauche ich jetzt nicht aufzustehen und dies und jenes zu putzen. Das lohnt sich gar nicht. Ich bin so. Mit Hilfe dieser Stoppuhr wird dir einfach jedes Mal aufs Neue bewusst, diese Aufgabe hat jetzt nur 10 Minuten gedauert. Das ging ja schnell. Warum habe ich das denn nicht früher gemacht? Jedes Mal wird dir einfach bewusst, wie viel man tatsächlich in so einem kleinen Zeitfenster schaffen kann. Natürlich spornt dich auch dieser Zeitdruck an, dich etwas zu beeilen und ein bisschen ja, konsequenter in deinen Entscheidungen zu sein, konsequenter beim Putzen zu sein, etwas schneller zu machen, weil du dann merkst, oh, ich habe nur noch 3 Minuten, da komm, in 3 Minuten schaffe ich jetzt auch noch die Arbeitsfläche zu putzen. Also das spornt natürlich an, das ist der eine Faktor, aber der andere Faktor ist halt auf jeden Fall auch, dass dir bewusst wird, wie viel man eigentlich in so kurzen Zeiträumen schaffen kann. Ansonsten ist die Zonenreinigung dafür gedacht, dass du Tiefenreinigung betreibst. Also, und da würde ich dir empfehlen, dass du erstmal anfängst, die sichtbaren Flächen, also Arbeitsflächen, Boden, dass diese Sachen gründlich geputzt werden, Schränke von außen, Fronten und so. Erstmal alles, was sichtbar ist, geputzt wird, weil alles, was sichtbar ist, können wir sehen die Fortschritte, das motiviert uns wieder, wir haben sichtbare Erfolge. Und da es ja um Tiefenreinigung geht, geht es dann halt auch irgendwann darum, dass du halt die Schränke öffnest und dann Regal für Regal anfängst auszuräumen, auszuwischen und so weiter. Also in die Tiefenreinigung gehst. Dann sollst du dir immer für 15 Minuten auch so viel nur rausräumen, wie du auch reell in dieser Zeit schaffst, aufzuräumen und zurückzuräumen. Also nicht den ganzen Schrank ausräumen und dann vom Berg Arbeit zu stehen und nicht mehr zu wissen, wo man da jetzt weitermachen soll, sondern wirklich Schritt für Schritt, Schublade für Schublade, Fach für Fach und so weiter.
Was ich dir noch ans Herz legen kann, ist auf jeden Fall, dass du mit Ordnungsboxen arbeitest, zum Beispiel auch Schuhkartons kannst du nehmen. Man muss sich jetzt nicht zwingend was Neues anschaffen, aber dass du immer versuchst, deine Schränke und deine Schubladen so ein bisschen zu unterteilen, so dass alles irgendwie seinen Platz hat. Also Kabel zu Kabel, Batterien zu Batterien, was auch immer du da an Krimskrams hast, dass du immer so ein bisschen das unterteilen kannst, so dass es nicht zu einem großen Gewusel wird, sondern dass alles trotzdem irgendwie seinen Bereich hat. Das macht auf jeden Fall auch viel aus. Zu guter Letzt kommen wir zum Home Blessing. Das Home Blessing machen wir einmal die Woche. Das ist eigentlich nichts anderes als der ganz normale Hausputz. Eigentlich wird es unterteilt in 6 Aufgaben, à 10 Minuten, also man soll sich 1 Stunde pro Woche Zeit nehmen. Sagen wir mal, wir bleiben beim Beispiel, von Montag bis Freitag haben wir die Zonenreinigung gemacht. Zusätzlich zu diesen Zonenreinigungen haben wir natürlich auch morgens und abends unsere Abendroutinen, die durch diese Babyschritte entstanden sind. Machen dann Samstag zum Beispiel, an dem Tag, wo wir keine Zonenreinigung mehr verfolgen, den Hausputz, ja, also das Home Blessing. Und was ganz wichtig ist, wenn du anfängst, wenn du da jetzt dich nicht überfordern willst, würde ich dir empfehlen, dass du halt wirklich erstmal beim Staubsaugen, Staubwischen und Bodenwischen bleibst. Eventuell noch das Bettwäschenwechsel, kannst du ja dann noch einen Wechsel machen, eine Woche Bettwäsche wechseln, eine Woche Spiegel und Türen putzen, je nachdem, da kannst du ein bisschen variieren. Für den Anfang würde ich dir aber diese kleinen Sachen empfehlen. Und wenn das funktioniert, dann gehst du weiter und dann nimmst du dir das ganze System vor, so wie es halt gedacht ist, so wie du es halt auch in meinen anderen Videos siehst. Solltest du mal rausspringen aus der Routine, fängst wieder an, Küchenspüle putzen und machst weiter dort, wo du aufgehört hast. Egal was passiert, auch wenn du mal krank bist und die Zonenreinigung nicht vollziehen kannst, kein Problem. Versuch aber vor allem die Morgen- und Abendroutine am Laufen zu halten. Solltest du wirklich viel Gerümpel haben, einen Chaosraum haben oder irgendwas, das es alles ein bisschen schwieriger macht für dich, weiterzukommen, voranzukommen, dann gibt es noch verschiedene andere Werkzeuge. Zum einen solltest du dir überlegen, ob es nicht für dich sinnvoll wäre, jeden Tag 5 Minuten Raumrettung zu machen. In diesem Fall würde das bedeuten, dass du dir einen bzw. den allerschlimmsten Raum im Haus auswählst und dem jeden Tag 5 Minuten widmest, mittels Stoppuhr, um dort in der Zeit auszumisten, auszuräumen, aufzuräumen. 5 Minuten sind nicht viel, das weißt du. Das summiert sich aber auch in einer Woche mehr als eine Stunde, in der halt dieser Raum bearbeitet wird. Also bevor wir gar nichts tun, lieber 5 Minuten in diesem Raum, jeden Tag, und du wirst auch dort Fortschritte erkennen. Wenn du auch merkst, dass du mit diesen Morgen- und Abendroutinen und der Zonenreinigung einfach nicht vorankommst, dann kann das auch daran liegen, dass du einfach keine gute Basis hast. Dass du sozusagen alles, was du tust, dich einfach nur auf der Stelle tappeln lässt und du nicht weiter vorankommst. Auch dann kannst du dir überlegen, ob du nicht diesen Krisenputz machst. Also sozusagen einmal komplett auf Krise zu putzen, das, was wir eh schon jedes Mal gemacht haben, wenn dann der Untergang in unserem Haushalt bevorstand und wir dann genau gesagt haben, komm, jetzt mache ich mal 6 Stunden, 8 Stunden Krisenputz. Ich putze jetzt einfach mal so, dass die Bude irgendwie halbwegs in Ordnung aussieht, so dass Besuch vorbeikommen könnte. Bring die Wohnung einmal auf dieses Level, vor allem die Haupträume, und versuch dann nochmal mit den Routinen und so anzusetzen, und du wirst sehen, dass es diesmal erfolgreicher laufen wird. Gewöhn dir ansonsten noch an, Armaturen trocken zu reiben, auch deine Küchenspüle trocken zu reiben. Hab immer einen Lappen parat, wenn du kochen bist oder so, dass du direkt, wenn etwas daneben spritzt, dass du das sauber machst. Versuch einfach so kleine Gewohnheiten dir anzugewöhnen, die dir das ganze Leben vereinfachen. Und ich verspreche dir, es wird einfacher werden. Und wenn ich es geschafft habe, halbwegs ordentlich zu sein, ich bin ja mitten im Prozess, ich bin ja auch noch nicht da, wo ich irgendwann mal sein möchte, aber wenn ich es geschafft habe, dann sei dir sicher, dann schaffst du das auch. Also mit Sicherheit. Ich bin wirklich ein chaotischer Mensch. Ich werde auf jeden Fall nochmal ein weiteres Video machen, wo ich dann sozusagen die Teile, die wir jetzt hier nicht behandelt haben, wo die dann nochmal aufgegriffen werden, was man noch ergänzen kann. Für den Anfang sollte das reichen, und ich denke auch, dass du damit vorankommen wirst. Solltest du noch einzelne Fragen haben, stell sie mir sonst gerne in die Kommentare. Ich bemühe mich, die zu beantworten oder eventuell noch in einem anderen Video nochmal separat zu beantworten. Ansonsten gibt es ja zu allem, was ich erzählt habe, auch schon feste Videos. Da kannst du auch nochmal reinschauen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hilft dir weiter. Wenn ja, vergiss nicht, abonnieren, Daumen hoch und kommentieren. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann!